Was ist eigentlich genau eine Depression? Darf ich ein bisschen ausholen? Klar, ja. Okay, stell dir vor, du bist voll verliebt. Die Gefühle, die du hast, sind so stark, dass du an nichts mehr anderes denken kannst. Okay. Gefühle und Gedanken gehören also zusammen. Sie beeinflussen sich gegenseitig. Das heisst, du kannst nicht an etwas denken und gleichzeitig nicht auch etwas fühlen. Ja, voll, das ist so. Bei einer Depression ist es jetzt aber so, dass jemand mega schlimme und erdrückende Gedanken hat. Es passiert eigentlich das Gleiche wie bei dir, wenn du verliebt bist. Einfach genau umgekehrt. Jemand mit einer Depression kann seine erdrückenden Gedanken immer weniger loslassen. Das Leben erscheint sinnlos und voll von Problemen. Die vielen schlechten Gedanken verstärken dann die schon negativen Gefühle. Und so kommt es zu einem Teufelskreis, aus dem man keinen Ausweg mehr sieht. Also eigentlich wie bei einer Platte, wo die Nadel am Schluss einfach immer an der gleichen Rille im Leerlauf kumpelt. Ja, genau. Das kann sogar so extrem werden, dass der Betroffene auf überhaupt nichts mehr Lust hat. Dass er sogar zu erschöpft ist, um am Morgen aufzustehen oder aus dem Haus zu gehen. Die Seele und der Körper streiken dann einfach voll. Ist man dann einfach immer mega traurig, wenn man eine Depression hat? Ja, aber es ist eben noch viel schlimmer als nur traurig sein. Man fühlt sich komplett leer, spürt gar nichts mehr. Man ist wie tot in einem drin. Und man ist auch immer mega müde. Der Körper fühlt sich dann an wie Blei. Man liegt also einfach immer im Bett. Schon, aber betroffene Menschen können dann trotz aller Müdigkeit eben doch nicht schlafen. Sie dösen, haben Albträume und dann kommt wieder das böse Verwachen. Sie sind durch das dann häufig auch fertig und überfordert von allem, sogar von den eigenen Kindern. Durch das sind sie dann auch häufig mega gereizt. Wie fängt dann so etwas überhaupt an? Häufig langsam, ohne dass man es wirklich merkt. Manchmal kommt es aber auch auf einen Schlag, zum Beispiel nach einem mega schlimmen Erlebnis. Eine Depression ist auch nicht immer gleich stark. Ein paar Menschen spüren es vor allem im Körper. Sie haben dann Kopfweh, Rückenweh, können nicht mehr richtig schlafen. Andere fühlen sich komplett abgeschnitten von sich selber und auch von den Menschen um sie herum. Das Leben ist für sie dann sinnlos und sie selber fühlen sich auch nutzlos. Das ist echt eine krasse Vorstellung. Aber wenn jetzt zum Beispiel mein Papi das haben würde, könnte ich das neu bekommen? Ich meine, ich bin ja zum Teil auch mal ein bisschen deprimiert und so. Nein, wir sind alle mal traurig oder deprimiert. Das ist voll normal und eigentlich auch gesund. Jemand mit einer Depression kann aber keinen Abstand mehr nehmen zu seinen Gefühlen. Wenn du mal deprimiert bist, dann sagst du doch auch irgendwann, okay, es ist jetzt zwar wirklich schlimm, aber es gibt ja gleich noch andere Sachen, die immer noch super sind. Und genau diesen Abstand kann jemand mit einer Depression nicht mehr nehmen. Und was kann man dann machen, wenn man das jetzt hat? Jemand mit einer Depression braucht unbedingt professionelle Hilfe und meistens auch Medikamente. Allein durch gut Zureden und Unterstützen kann das nicht geheilt werden. Falls deine Mami oder dein Papi das hat, ist es wichtig zu wissen, es gibt Hilfe. Und wenn es dich belastet, dann hol auch du dir Hilfe. Erstens, red drüber. Red mit deinen Eltern. Erzähl, was du feststellst und wie es dir dabei geht. Und wenn das nicht geht, vertrau dich jemand anderem an. Zweitens, schau dir gut. Mach unbedingt immer noch Sachen, die dir Spass machen und dir gut tun. Drittens, hol dir Hilfe. Besorg dir noch mehr Infos. Und wenn dich diese Situation extrem belastet, hol dir selber Hilfe bei einer Fachperson. Das IKS hilft dir dabei.